SWR aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach einem heftigen Unwetter gestern Abend im Alb-Donau-Kreis gehen in der Region die Aufräumarbeiten weiter. Zahlreiche Keller waren nach starken Regenfällen vollgelaufen, unter anderem in Langenau. Allein dort wurde die Feuerwehr zu mehr als 70 Einsätzen gerufen. Tragisch endete ein Ausflug zweier Jugendlicher während eines Gewitters im Rems-Murr-Kreis. Um sich vor dem Unwetter zu schützen, hatten sich zwei Jugendliche gestern Abend in Welzheim im Rems-Murr-Kreis unter einen Baum gestellt. Dann schlug ein Blitz ein. Als die Rettungskräfte eintrafen, war einer der Jungen bereits tot. Der andere wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. In Langenau im Alb-Donau-Kreis musste die Feuerwehr wegen des Unwetters Keller auspumpen und Straßen räumen. Wir hatten zwischen 5 cm und 70 cm Wasser in den Keller und waren mit ca. 150 Mann im Einsatz. Ein noch nie dagewesenes Bild. Die Schäden in Langenau sind heute noch deutlich sichtbar. Umgestürzte Bäume und beschädigte Dächer haben Wind und Hagel hier hinterlassen. Mit einem Unwetter in diesem Ausmaß haben viele Anwohner nicht gerechnet. Ich wohne ja seit 26 Jahren hier in Langenau und noch nie habe ich so einen heftigen Sturm erlebt. Schon mal ab und zu das Gewitter, aber noch nie so krass und noch nicht so viele Blitzeinschläge. Bei uns in der Straße vor allem. Da hatte ich schon ein bisschen Angst, dass irgendwie ein Baum aufs Haus oder aufs Auto fällt. Verletzte hat es durch das Unwetter in Langenau nicht gegeben. Die Aufräumarbeiten könnten allerdings noch einige Tage dauern. Im Skandal um Korruption, Betrug und Bestechung am Klinikum Stuttgart ist heute das Urteil gefallen. Der ehemalige Leiter des Auslandsgeschäfts Braun muss für 4 Jahre und 9 Monate ins Gefängnis. Im Prozess gab der ehemalige Grünen-Landesvorsitzende an, nur ein kleiner Akteur in der Affäre gewesen zu sein. Andreas Braun hatte auf eine Bewährungsstrafe gehofft. Nur aufgrund seiner Aussagen während seiner Untersuchungshaft und danach habe der Klinikskandal aufgeklärt werden können, so seine Argumentation. Seine Mithilfe haben die Richterinnen und Richter am Stuttgarter Landgericht zwar berücksichtigt, Braun hat aber laut Gericht über lange Zeit illegal gehandelt, sein Vorgehen verschleiert und gezielt Menschen manipuliert. Die Kammer hat den Verantwortungsanteil des Angeklagten hier sehr hoch eingestuft. Sonst hätte der Vorsitzende nicht davon gesprochen, dass er innerhalb dieses Gesamtkonstrukts ein großer gewesen ist. Braun war von 2005 bis 2015 für das Auslandsgeschäft des Klinikums Stuttgart zuständig. In dieser Zeit wurden auch Kriegsversehrte aus Libyen nach Stuttgart gebracht. Die Klinik erhoffte sich durch deren Behandlung zusätzliche Einnahmen. Doch dabei wurde laut Gericht falsch abgerechnet und Schmiergeld bezahlt. Genauso bei der Zusammenarbeit mit einem Krankenhaus in Kuwait. Brauns Verteidiger halten das Urteil für zu hoch. Schuld seien auch Brauns damalige Vorgesetzte. Er hat geschaut, wie machen Sie das in München, so ähnlich mache ich es jetzt auch und hat dann keine sauberen Verträge gemacht, keine Frage. Ja, aber man hat ihn auch nicht unterstützt, man hat ihn nicht kontrolliert, man hat ihn machen lassen. Brauns Anwälte wollen deshalb gegen das Urteil Revision beantragen. Aus dem SWR-Studio Stuttgart ist meine Kollegin Verena Neuhausen bei mir. Sie hat den Prozess gegen Andreas Braun verfolgt. Verena, jetzt nach dem Urteil gibt es auch Stimmen, die sagen, der eigentliche Skandal, der lag ganz anders. Wo denn? Ja, bei dem, was viele den grünen Filz genannt haben. Denn hier ist offenbar 10 Jahre lang jemand im Amt gewesen, der, so sagte das Urteil heute, keine Kompetenz gehabt hat, keine Erfahrung im Klinikmanagement, dafür gute Connection zu den Verantwortlichen bei der Stadt Stuttgart, die das grüne Parteibuch hatten. Dass das dann 10 Jahre ging, bis es eskalierte und jetzt zu diesen hohen Strafen geführt hat, das sehen viele als den eigentlichen Skandal. Der Prozess ist vorbei. Lässt sich jetzt rückblickend eigentlich beziffern, wie hoch der Schaden ist? Einmal natürlich für das Klinikum, aber auch für die Stadt Stuttgart? In Euro nicht, denn aus Kuwait und aus Libyen, den Hauptvertragspartnern, gab es viel Geld als Vorkasse. Aber der Image-Schaden, es gab dann ganz viele Zahlungen mit ganz dubiosen hohen Höhen, horrend nannte das Urteil. Aber ob das in der Bilanz ausgeglichen ist, das kann man nicht sagen. Der Image-Schaden ist durch diese ganzen Vorgänge immens. Und eine Kleinigkeit gibt es zurück. 65.000 € hatte Braun in die eigene Tasche gewirtschaftet an Bestechungsgeld. Das wird es jetzt zurückgeben müssen. So hat es der Urteilsspruch heute gezeigt. Einschätzungen von Verena Neuhausen live hier im Studio. Vielen Dank. Am Stuttgarter Flughafen haben Klimaaktivisten am Morgen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Anhänger der selbsternannten letzten Generation klebten sich auf einer Zubringerstraße auf dem Flughafengelände fest.
Am Morgen kurz nach 5:30 Uhr waren 2 Klimaaktivistinnen im Bereich des Luftfrachtzentrums auf das Gelände des Flughafens eingedrungen. Die beiden 23 und 27 Jahre alten Frauen klebten sich dann abseits der Start- und Landebahn fest. Die Alarm- und Meldeketten hätten funktioniert, so ein Sprecher des Flughafens. Die Feuerwehr löste die Frauen daraufhin vom Asphalt. Nach Angaben der Polizei wurde gegen beide ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Flugbetrieb in Stuttgart war nicht beeinträchtigt. Das Land Baden-Württemberg hat beim Verkauf von Holz jahrzehntelang gegen das Kartellrecht verstoßen. Zu diesem Urteil kommt das Oberlandesgericht Stuttgart. Die Forstverwaltung hatte von 1978 bis 2015 Baumstämme zentral vermarktet und immer den gleichen Preis verlangt, unabhängig davon, ob das Holz aus Landeswäldern oder von privaten Forstbesitzern stammte. Geklagt hatten 36 Sägewerke, die jetzt Schadenersatz verlangen. Der Europapark zwischen Offenburg und Freiburg gehört bei Touristen aus dem Ausland zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland. Der Freizeitpark kommt in einer Umfrage der Deutschen Touristenzentrale auf Platz 2, direkt hinter der Modellbahnanlage im Miniaturwunderland in Hamburg. Rang 3 geht ebenfalls an einen Freizeitpark, und zwar an das Phantasialand in Brühl bei Köln. Rund 25.000 Menschen hatten online abgestimmt. Polizei und Feuerwehr haben am Vormittag im Ulmer Fischerviertel eine Leiche aus dem Fluss Blau geborgen. Die tote Person war zuvor von Passanten entdeckt worden. Um wen es sich handelt, ist noch unklar. Nach Angaben der Polizei ist für morgen eine Obduktion angesetzt. Weil er einen Busfahrer in Rottenburg am Neckar mit einem Messer schwer verletzt hat, ist ein 23-Jähriger zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Vor dem Landgericht Tübingen hatte der Mann gestanden, den Fahrer im vergangenen Februar angegriffen zu haben. Der 23-jährige Angeklagte muss für 3,5 Jahre ins Gefängnis. Er hat einen Busfahrer niedergestochen und einen Passanten mit dem Messer verletzt. Es war zu einem Streit gekommen, weil sich der Angeklagte erst weigerte, den Namen auf seine Monatskarte zu schreiben. Der Streit am Rottenburger Busbahnhof eskalierte. Der junge Mann fügte dem Busfahrer mit einem 8 cm langen Messer Schnittverletzungen zu, eine große im Bereich der Halsschlagader. Das Gericht spricht deshalb von bedingtem Tötungsvorsatz und blieb, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, bei einer Haftstrafe ohne Bewährung. Taten, die sich gegen das Leben richten als solches, auch bei Ersttätern, sind typischerweise nicht mit Bewährungsstrafen überhaupt zu ahnden. Die Kammer hat es ja ausführlich ausgeführt, dass eben das höchste Rechtsgut ist und dass entsprechend da auch gar nicht mit bewährungsfähigen Strafen reagiert werden kann. Eine Bewährungsstrafe hatte der Verteidiger des Angeklagten gefordert. Eine Revision wird geprüft. Dass ein solches Urteil durchaus in der Revision aufgehoben werden kann, weil es eben viele rechtliche Feinheiten gibt, die man angreifen könnte. Das halte ich durchaus für möglich. 3,5 Jahre Gefängnis auch deshalb, weil der Busfahrer nun psychisch so angeschlagen ist, dass er seinem Beruf nicht mehr nachgehen kann. Ein 8-jähriges Mädchen ist in Blaustein im Alb-Donau-Kreis bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Das Kind war auf einem Gehweg unterwegs, als es von einem Auto erfasst wurde. Der 85-jährige Autofahrer war in Richtung Ulm unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache geriet sein Fahrzeug zuerst auf die Gegenfahrbahn und dann auf den Gehweg. Dort liefen eine Frau und ein 8-jähriges Mädchen. Das Kind wurde von dem Opel erfasst und weggeschleudert. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen starb das Mädchen noch an der Unfallstelle. Die Frau wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Autos und seine 84-jährige Beifahrerin erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Produkte und Dienstleistungen rund um Haus und Garten gibt es derzeit in Stuttgart zu sehen bei der Freiluftmesse Home and Garden. Ein Programmhöhepunkt rund um das Schloss Solitude ist in diesem Jahr ein Treffen von Besitzern alter Porsche-Traktoren. Hortensien, Rosenstauden, duftende Flammkuchen, kühle Getränke und die neuesten Inneneinrichtungen und Dekoartikel. So startete die Home and Garden Messe. Highlight, Oldtimer. Garten. Bis Sonntag sind Besucherinnen und Besucher willkommen. Ganz egal, ob Garten, Haus- oder Oldtimer-Fans.
Vom Stuttgarter Schloss Solitude zur Schlossanlage in Karlsruhe. Das historische Gebäude wird auch in diesem Sommer wieder zur Leinwand für eine riesige Lichtshow. Am Abend starten die Schlosslichtspiele in ihre 10. Ausgabe und das mit einem besonderen Motto. Geheimnisvolle Figuren, atemberaubende Farben und Formen. Die Schlosslichtspiele in Karlsruhe sind zurück. Bei der Generalprobe gab es einen Vorgeschmack auf das Motto in diesem Jahr: Demokratie und Zusammenhalt. Wir müssen uns um unsere Demokratie kümmern und sie wird hier verteidigt, direkt nebenan im Bundesverfassungsgericht. Unser Grundgesetz feiert Jubiläum. Was liegt da näher, als in Nachbarschaft auch diese Demokratie zu feiern, für sie einzustehen, den Menschen auch zu sagen, wir müssen alle miteinander was tun und Kunst kann das bewegen. Jeden Abend gibt es mehrere Lichtshows. Alles kostenlos. Die Künstlerinnen und Künstler haben monatelang dafür gearbeitet. Die ganze Zeit sieht man das nur auf dem Bildschirm. Man muss antizipieren, die Größe. Und das ist immer wieder eine Überraschung, wenn man das dann auf der Fassade tatsächlich sieht. Das Spektakel am Karlsruher Schloss dauert noch bis Mitte September. Na, zum Auftakt macht auf jeden Fall das Wetter schon mal mit. Hier jetzt die Aussichten für Karlsruhe und natürlich auch für ganz Baden-Württemberg mit Carsten Schwanke. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Baden-Württemberg. Unser Wetter hat sich beruhigt, die Unwettergefahr ist erst einmal vorbei. In anderen Regionen Europas sah das Ganze allerdings ganz anders aus und vor allem mit Blick auf das westliche Mittelmeer sehen wir auch heute wieder hier die Entwicklung großer Gewitterwolken, ähnlich wie gestern. Und vielleicht haben Sie davon gehört, dass es gestern auf den Balearischen Inseln, Mallorca, Ibiza, zum Teil sehr schwere Unwetter gab. Da kamen ordentliche Regenmengen zustande. An einer Wetterstation auf Mallorca fielen bis zu 126 Liter pro Quadratmeter, und zwar in Banyalufar. Das liegt in der Nähe von Soller, ganz im Westen, Südwesten. Wie kann das passieren jetzt im Hochsommer? Zum einen diese Ansammlung von Gewitterwolken, die wir hier sehen, die hängen zusammen mit einem Höhentief. Und Punkt Nummer 2, die große Energie kam aus dem Meer. Denn das Mittelmeer ist so warm wie noch nie. Es gab jetzt Rekordtemperaturen. Im Mittel liegt die Temperatur des Mittelmeers bei über 28 Grad und eine Messboje im Südwesten der Insel Mallorca, bei der Insel Dragonera, hat in den letzten Tagen eine Wassertemperatur von über 31 Grad gemessen. Da kommt die Luftfeuchtigkeit und auch die Energie für die schweren Gewitter her. Auch in den nächsten Tagen wird es im Mittelmeer weiterhin schwere Gewitter geben können. Bei uns verläuft die Nacht auf jeden Fall ganz anders, nämlich sehr ruhig, meistens leicht bewölkt. Die Temperaturen gehen zurück auf 14 bis 19 Grad. Morgen Vormittag gibt es dann viel Sonnenschein, kaum dickere Wolken, ganz im Süden. Im Verlauf des Vormittags vielleicht schon mal ein erster kurzer Regenschauer, der sich hier bilden kann. Und der Süden bleibt auch die Region, wo am Nachmittag sich immer wieder mal kleine Schauer oder Gewitter bilden können. Im Norden geht es einfach sonnig weiter. Übrigens werden zum Abend hin hier die einzelnen Gewitter, vor allem rund um den Bodensee, durchaus noch mal etwas stärker sein können. Die Temperaturen steigen auf Werte um rund 30 Grad. Und der Wind weht dazu meistens schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten, da ist vor allem der Sonntag wichtig. Da wird es nämlich kräftig regnen, es wird kälter. Der Montag dann wieder trocken bei Temperaturen von unter 25 Grad. Vielen Dank, Carsten. Von den Landesnachrichten zur Landesschau. Ihr Gastgeber auch heute Florian Weber. Florian, was gibt's unter anderem bei euch? Die Trägerin der deutschen Fahne bei Olympia in Paris ist heute in der Landesschau die Judo-Weltmeisterin Anna-Maria Wagner aus Ravensburg. Was macht so eine fokussierte Spitzensportlerin nach den Spielen? Ich bin sehr gespannt und freue mich auf Sie. Los geht's mit der Landesschau um 5:45. Gute Sendung euch und das war's für den Moment von uns. SWR aktuell meldet sich wieder um 7:30. Wenn Sie mögen, bis später.